Ein Kommentar auf das Video zum Sammeln von Kotproben hat mich nachdenklich gemacht. Der User schrieb, dass ich das nicht tun müsste, würde ich die Vögel nicht zu Hause halten. Und als ich daraufhin mit Gemini zu Argumenten gegen die Haustierhaltung recherchiert habe, bin ich in ein regelrechtes Rabbit Hole gestolpert. Denn ich wusste nicht, dass es tatsächlich so viele Befürworter für ein Haustierverbot gibt. Es fühlte sich so an, als müssten wir uns für das Vergnügen und die Freude, die uns das Halten von Haustieren bringt, rechtfertigen. Da die Gegenseite schon ein ganzes philosophisches Konstrukt aufgebaut hat, dachte ich, es wäre vielleicht spannend, dies aus Tierhalterperspektive zu hinterfragen. Denn seltsamerweise halten auch viele der Befürworter eines Heimtierverbots Haustiere. Also lasst uns gemeinsam entdecken, was hinter den Kulissen diskutiert wird und warum. Kapitel 1: Die zwei Lager, Tierschützer und Tierrechtler. Um die Diskussion zu verstehen, müssen wir zwei grundlegende verschiedene Denkweisen auseinanderhalten. Sie werden auf den einen Topf geworfen, verfolgen aber völlig unterschiedliche Ziele. Ich nenne sie mal die Reformer und die Abolitionisten. Die Reformer sind klassische Tierschützer und deren Organisation, wie der Deutsche Tierschutzbund. Ihr Ziel ist es, die Haustierhaltung zu verbessern und für bestmögliche Haltungsbedingungen zu sorgen. Ihre Kritik richtet sich gegen Missstände wie den illegalen Welpenhandel, Qualzuchten und das Problem des Animal Hoardings, wenn zu viele Tiere auf zu kleinem Raum gehalten, regelrecht gehortet werden. Die Reformer wollen die Heimtierhaltung durch strengere Regeln und Gesetze verbessern und sind zum Beispiel für eine Positivliste. Auf dieser Liste sollen alle Tiere stehen, die als Heimtiere gehalten werden dürfen. Tierrechtler wie die Abolitionisten sind hingegen für ein komplettes Verbot der Heimtierhaltung, ohne Ausnahme. Für sie ist das grundlegende Problem, dass Tiere rechtlich als Eigentum des Menschen gelten. Solange das so ist, sagen sie, wird der Mensch seine Interessen immer über die des Tieres stellen. Sei es, wenn es darum geht, dass die Tiere im Urlaub betreut werden müssen oder dass die Tierarztrechnung nicht bezahlt werden kann. Auch die noch so liebevollste und fürsorglichste Haltung ist für sie kein Verhältnis auf Augenhöhe. Als Tierhalter würden wir immer Dominanz über unsere Tiere ausüben und sie an ihrer freien Entfaltung behindern. Bei Vögeln wie den Wellensittichen wird zum Beispiel argumentiert, dass sie in der Käfig- oder Volierenhaltung nicht ihrem Bedürfnis, frei fliegen zu können, jederzeit nachgehen können. Im Gegensatz zu den Reformern wollen sie die Tierhaltung nicht reformieren. Ihr Fernziel ist eine Welt, in der Tiere vom Menschen nicht mehr genutzt oder kontrolliert werden. Also ein komplettes Verbot der Tierhaltung, egal zu welchem Zweck. Ihr seht, wie fundamental sich beide Sichtweisen unterscheiden. Die Reformer wollen mit uns gemeinsam die Haltungsbedingungen verbessern. Die Abolitionisten wollen uns auf lange Sicht die Tierhaltung abgewöhnen bzw. verbieten. Kapitel 2: Die Positivliste. Heilsbringer oder Bürokratiemonster. Für besonders viele Kontroversen, gerade unter den Haltern exotischer Tiere, hat die Idee einer Positivliste gesorgt. Wobei ich zugeben muss, dass ich die grundlegende Idee nicht schlecht finde. Statt wie bisher bestimmte Tiere von der Heimtierhaltung auszuschließen, würde hier umgekehrt eine Liste erstellt, welche Tiere sicher als Haustiere gehalten werden können. Bisher gilt, alles ist erlaubt, bis es nicht verboten wird. Es gibt also eine Negativliste für gefährliche Wildtiere oder exotische Tiere wie Giftschlangen. Bei einer Positivliste hätte man die Möglichkeit, wie bei einer Art Ampel, verschiedene Haltungsauflagen einzusetzen. Stufe 1 oder grün wären Tiere, die ohne Auflagen gehalten werden können. Stufe 2 oder gelb wäre mit gewissen Auflagen verbunden. Bei den Wellensittichen könnte das ein Verbot der Einzelhaltung, ausreichend große Käfige oder Volieren und genügend Freiflug sein. Und bei der dritten Stufe oder Rot wären besonders hohe Auflagen zu beachten, wie bei besonders gefährlichen Hunden oder anspruchsvollen exotischen Tieren. Was meint ihr? Würde das, wie von den Befürwortern gedacht, Tierleid verhindern und Tierheime entlasten, weil dadurch der illegale Handel mit Wildfängen unterbunden wird? Oder würden Verbote den Handel nur in den Schwarzmarkt drängen und das Tierleid sogar noch vergrößern, weil die Kontrolle über den Tierhandel verloren geht? Ein weiteres Problem: Wer legt die Kriterien fest? In Spanien war am Ende sogar ein Verbot für die Haltung von Kaninchen und Wellensittichen im Gespräch, was uns ja direkt geschadet hätte. Und was wäre mit der Erhaltungszucht in Zoos?
Und wie sollen die Fachkenntnisse zur Haltung einer bestimmten Tierart nachgewiesen werden? Wer überprüft das und die Haltungsbedingungen? Sollte es eine Art Führerscheinprüfung für die Tierhaltung geben? Ihr seht, viele Fragen sind hier noch offen. Kapitel 3: Der Fall Wellensittich. Warum es auch um unsere Vögel geht. Wer glaubt, es geht in dieser Diskussion nur um illegalen Welpenhandel und exotische Schlangen oder Spinnen, der irrt sich gewaltig. Denn nicht nur in Spanien steht die Haltung von Exoten, zu denen unsere Wellensittiche zählen, zur Debatte. Tierrechtler argumentieren bei der Vogelhaltung damit, dass die meisten Vögel in Käfigen gehalten werden, was natürlich keineswegs ihrer natürlichen Lebensweise entspricht. Und auch die Einzelhaltung ist bei diesem hochsozialen Schwarmvogel eine Form der Tierquälerei. Denn Wellensittiche sind nomadische Papageienvögel, die in ihrer Heimat Australien weite Strecken zurücklegen und mit mehreren hundert Tieren in einem Schwarm umherziehen. Die Realität sieht für viele Wellensittiche in der Heimtierhaltung leider so aus: Ein viel zu kleiner Käfig mit einem Spiegel oder Plastikvogel, der den Artgenossen ersetzen soll. Oder, wenn man sich schon etwas besser auskennt wie wir, gibt es zumindest einen Partnervogel und eine größere Voliere oder einen großen Käfig mit einer Stunde Freiflug. Und dann gibt es selbst bei diesen kleinen Vögeln das Problem mit der Qualzucht. Denn die sogenannten Schauwellensittiche werden auf Größe und eine opulente Befiederung gezüchtet und haben meist leider eine geringe Lebenserwartung. Neue Farbschläge wie die pastellfarbenen Rainbows gehen ähnlich wie bei Hunden mit Gendefekten und einer geringen Lebenserwartung einher. Zum Glück sind bei uns die schlimmsten Auswüchse wie die flugunfähigen Featherduster verboten für die Haubenwellensittiche, denn auch hier sterben die Wellensittiche früher und entwickeln einen Wasserkopf, der Gehirnblutungen zur Folge haben kann. Ich finde, diese Beispiele zeigen deutlich, dass wir uns wieder auf natürliche Farben und das Zuchtziel möglichst gesunde, robuste und langlebige Tiere konzentrieren sollten. Warum kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und ein natürliches Aussehen kein oberstes Zuchtziel sein? Wir haben es auf jeden Fall selbst in der Hand, wenn wir weniger auf hübschen und exotischen Exemplare schielen und stattdessen mehr Hansi-Bubis in den Standardfarben nachfragen. Kapitel 4: Mein Fazit. Was sollten wir jetzt aus der Debatte um Haustierhaltung, den richtigen Haltungsbedingungen und Qualzucht mitnehmen? Es gibt für beide Seiten gute Argumente. Tierärzte und Tierschützer liefern immer wieder Beispiele für katastrophale Haltungsbedingungen, die der Gesundheit der Vögel schaden. Psychologen belegen die positive Wirkung, die Haustiere auf uns Menschen haben. Für viele Kinder sind Wellensittiche die ersten Lebewesen, für die sie selbst Verantwortung übernehmen. Ich habe durch meine Wellensittiche gelernt, auf andere Lebewesen Acht zu geben und für ihr Wohlergehen Verantwortung zu übernehmen. Wir sollten deswegen versuchen, uns vor und während der Heimtierhaltung bestmöglich zu informieren, um den Tieren ein bestmögliches Leben in Gefangenschaft zu ermöglichen. Das bedeutet konkret für die Wellensittiche: Wir halten niemals einen Vogel allein. Wir bieten die größtmöglichen Volieren und täglichen gesicherten Freiflug. Wir füttern artgerecht und gestalten den Lebensraum so, dass er für die Tiere anregend und sicher ist. Wir unterstützen keine Qualzucht, sondern fördern gesunde und agile Vögel, die weniger exotische Farbschläge besitzen, dafür aber der Wildform mehr ähneln und im besten Fall länger leben. Wenn wir das verwirklichen, zeigen wir den Tierrechtlern, dass verantwortungsvolle Heimtierhaltung möglich ist und entkräften einen Großteil der Kritik, die an der Heimvogelhaltung geäußert wird. Je besser es unseren Vögeln geht, umso eher sind Tierschützer auch dazu bereit, ihre Maximalforderungen an die Realität anzupassen. Was sind eure Gedanken zu den Tierrechtlern und ihren Vorstellungen? Macht euch das Sorgen, auch wenn es bisher die Meinung einer Minderheit ist? Oder findet ihr die Kritik an der Heimtierhaltung, wie sie im Moment praktiziert wird, gerechtfertigt? Schreibt es gerne in die Kommentare.